gut möglich, dass das jetzt tatsächlich das letzte Video für dieses Karmesin und Purpur Base Set sein wird. Ich habe tatsächlich immer noch keine von den neueren Sets geholt, weil ich wirklich sagen muss, die taugen nicht so richtig, die neuen Sets. Es ist, natürlich gibt es immer einzelne ganz gute Karten in jedem Set, aber es sind wirklich nicht viele in den aktuellen Sets, was mich wirklich ein bisschen stört. Deswegen habe ich bis jetzt noch keine neuen geholt. Mal gucken, wie es weitergeht. Das 150er Set scheint ja auch noch aus irgendeinem Grund plötzlich super teuer zu sein. Völlig, also für mich, ich sehe keinen vernünftigen Grund darin, weil, also erstmal werden da jetzt keine Überraschungen passieren, was die Pokémon angeht natürlich. Das sind halt die 151 ersten. Aber die sind jetzt auch nicht irgendwie super toll gemacht, die Karten, oder besonders schön oder sowas. Deswegen, ich sehe keinen wirklichen Grund, dieses 150er Set zu kaufen. Insofern auch da. Es wird Zeit, dass sie mal wieder was Vernünftiges bringen. So lange aber erstmal noch hier Karmesin Purpur, die letzten Booster. Hier sind noch ein paar. Mal gucken, was hier so bei rumkommt heute. Wie auch die letzten Male. Ich will eigentlich kein Video machen, wo überhaupt nichts Brauchbares gezogen wird. Und da ich jetzt logischerweise die ganzen oder die meisten Commons und Uncommons auch schon habe, passiert da auch nicht mehr viel. Deswegen schauen wir natürlich schon, dass hier auch was Vernünftiges bei rumkommt. Sollte also bei den Boostern, bei den Vieren, die ich jetzt rausgesucht habe, nichts dabei sein, mache ich natürlich noch ein bisschen weiter. Aber wir schauen mal. Ich habe auch immer noch ein paar Digimon-Booster. Obwohl auch da bei dem Set, bei dem einzigen Set, was ich habe, ich die meisten eigentlich schon habe. Fehlen mir eigentlich nur noch ein paar Rares. Ihr habt da den Code. So, wie gesagt, die Uncommons und Commons werde ich schon größtenteils haben. Hier direkt so ein Beispiel von einer Karte, die einfach gut aussieht. Ne? Wenn solche Karten mehr, und es ist ja, warum denn nicht? Ich meine, es gibt ja keinen Grund, warum die nicht alle so aussehen sollten. Dann würde ich mir die anderen Sets auch alle direkt schon holen, aber nein. Es wird scheinbar gespart bei Artis, keine Ahnung. Das ist jedenfalls alles Kacke. So, Medital ist als Reverse Holo. Weiß ich nicht, ob ich das schon als Reverse habe. Ich habe es auf jeden Fall schon so. Schuppet auch als Reverse, ganz nett. Und Bailonda habe ich auf jeden Fall schon als Holo Rare. Es sind jetzt hier keine riesen Überraschungen mehr zu erwarten. Ich glaube, 2 Secret Rares habe ich schon aus dem Display. Da ist der Code auf dem Kopf. Aber man weiß ja nie. Vielleicht wird man doch noch überrascht. So, Fukano. Das ist auch, ne, eigentlich ist es relativ einfach vom Stil her, aber es ist trotzdem ein ganz hübsches Bild. Man sieht, dass es handgezeichnet ist. Es passt, das Pokémon passt in den Hintergrund, ist ja auch mal so ein Ding. Es kommt mir sogar sehr unbekannt vor, muss ich sagen. Habe ich das noch nicht? Daravia. Ja, hier passt das Pokémon nicht so richtig in den Hintergrund. Ne? Die Line-Art am Pokémon ist anders. Beziehungsweise der Hintergrund hat gar keine Line-Art in dem Sinne. Ist ein bisschen schade, aber insgesamt ist es ein ganz schönes Motiv. Kann man schon machen. Drasla, Zwieps. Alles nichts Neues mehr. Rival als Reverse, okay. Slimeock als Reverse. Das ist wieder ne, sehr simpel gemacht. Hier gibt es nicht mal einen Schatten auf dem Bild. Das ist Kibbe. Klibbe. Kibbe, Klibbe. Habe ich das schon? Kommt mir unbekannt vor. Wäre natürlich nice, wenn ich es noch nicht habe. Ich habe da auch echt den Überblick verloren langsam. Man kriegt ja auch dann bei dem Online-Spiel immer mal wieder was. Und wobei da mittlerweile von diesem Set hier kriegt man da schon längst nichts mehr. Aber deshalb weiß ich nicht immer genau, was habe ich jetzt in echt gezogen und was ohne reine. Das haben wir auf jeden Fall alles schon. Auch hier viele Karten dabei, die sehr simpel sind, ne? Und dann gibt es aber halt immer wieder mal sowas dazwischen. Das ist jetzt, das Pokémon selber, Lucario, sieht hier ein bisschen seltsam aus, muss ich zugeben. Aber, ne, da geht was, da passiert was. Das Pokémon ist Teil des Hintergrunds, es gehört dazu. Das ist ein ganz vernünftiges Bild. So sollte es sein. Noch eine, ja, Secret Rare, könnte man sagen. Ne? Eine Alt Art Starra Lily. Sehr schönes Bild.
Ne, das sind so die Dinge, natürlich, da freut man sich dann wieder drüber. Obwohl das hier jetzt nicht super aufwendig ist von der Artwork her. Ne, die Viecher sehen schon sehr generisch aus, muss man sagen. Aber es ist halt einfach es ist eine Artwork, ja, es ist ein vernünftiges Bild. Und da haben wir noch die Forschung des Professors als Holo. Aha, ich wusste gar nicht, dass das eine Rare ist. Sehr cool. Da wollen wir direkt mal hier eine Folie holen. Damit da nichts drankommt. Die sind nämlich schon so leicht gebogen hier, die Karten. Da möchte ich jetzt ungern noch groß dran schwitzen. Sehr schön. Diese Karten sind oft nicht super viel wert, obwohl sie Secret Rare sind. Aber weil sie halt auch einfach, also ich meine, das ist jetzt ein normales Steralili. Ne? Die Artwork ist zwar eine andere, aber die Karte selber ist halt so, im Spiel ist es relativ irrelevant, ob die jetzt so aussieht oder anders. Aber es ist natürlich immer, es ist nicht die Norm, ja, und das macht es ja schon aufregend. Deswegen, über solche Karten freue ich mich natürlich immer. Mal abgesehen davon, dass sie halt einfach selten sind. So. Boots. Zack. Wäre jetzt schon das letzte Booster, aber ich glaube ehrlich gesagt, ich mache noch ein bisschen weiter. Huerta, Bamo. Alles bekannt. Olini habe ich jetzt kürzlich shiny gefunden. Nochmal Olini, diesmal als Reverse Solo. Dann ein Sengo, auch hier wieder so ein Bild, eine ähnliche bei Lucario eben. Ist jetzt nichts super krasses, aber es passiert einfach was. Es sieht einfach interessant aus. Und das ist ja nicht schwer. Also ich meine, jeder... Oh! Okay. What? Ich sag noch, ja, ich habe ja schon die 2 Secret Rares aus dem Ding, da kommt jetzt nichts mehr. Direkt noch eine Secret Rare. Forschung des Professors und Full Art, nehme ich mal an. Bam. Das ist mit Sicherheit eine Karte, die was wert sein wird, kann ich mir vorstellen. Und alleine wegen dem Motiv, natürlich, Waifu-Charaktere kommen immer gut an bei den Fans. Full Art davon auch noch. Und es ist auch wirklich schön, muss man sagen. Das ist schon sehr gut gezeichnet hier. Sehr nice. Endboss aus dem Spiel, für die, die es nicht wissen. Sehr cool. Sehr coole Karte, wirklich cool. Da, okay, das hatte ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet, dass hier Mewtwo, gehen wir ein bisschen beiseite, dass hier noch was groß abgeht. Hier hinten übrigens, für die, die es nicht gesehen haben, das Zapdeck, das ist noch die Originalhülle von den allerersten Pokémon-Karten, die ich jemals hatte. Damals, ich glaube, 20 Mark oder sowas. Das Zapdeck, das Starterdeck, mein Starterdeck. Damit hat alles angefangen. So, machen wir trotzdem noch weiter. Ich meine, eigentlich müsste ich jetzt sagen, okay, wir haben 2 richtig nice Pulls gehabt. Da kann ich eigentlich das Video an der Stelle beenden. Aber, na, komm. Jetzt machen wir noch so ein paar, weil das Blöde ist jetzt natürlich, was soll jetzt noch kommen? Ja. Das heißt, sie werden wahrscheinlich anticlimactic, also etwas uninteressant enden. Aber ich hab Bock, also was soll's. Hä? Was soll's? Machen wir noch mehr. Chania, Hifo, Dedenne. Alles uninteressant soweit. Koraidon diesmal als Reverse Holo Rare. Habe ich auf jeden Fall auch schon als normale Holo. Mexico und Knappatox habe ich auch schon. Gestern noch unterhalten. Gestern war hier GoFest. Dann waren wir alle unterwegs. Da hieß es noch, ja, bei den Karten, da sind ja sowieso immer nur 2 drin, die interessant sind. Das ist natürlich so. Das ist Gelddruckerei, so ist das. Aber es macht trotzdem Spaß und darum geht's ja. Grof Motiv. Oponjo. Wenn es keinen Spaß machen würde, würde ich es nicht machen. Windows Star 1 Reverse. Das ist auch wieder ein cooles Bild, ne? Hatte ich natürlich schon ein paar Mal, aber trotzdem. Metalona City. Und Mopex als Holo Rare. Alles schon bekannt. Also da bin ich jetzt echt mal gespannt, wenn ich da nachher mal gucke online, für was die so weggeht. Forschung des Professors. Forschung des Professors ist eine Karte, die eigentlich in jedem Set vorkommt.
einfach auch viel genutzt wird. Ne? Man kann seine Hand einfach erneuern, also alles wegwerfen und 7 neue Karten ziehen. Wird sehr viel benutzt. Kommt, wie gesagt, in jedem Set eigentlich vor. Und ich meine, zumindest in den letzten Sets habe ich auch immer eine Alt-Art davon gesehen. Gezogen, aber bis jetzt noch nicht. Das ist meine erste und das ist, glaube ich, eben auch eine, die wirklich interessant ist, die die Leute interessieren könnte. Das hier kommt mir komplett unbekannt vor. Tentaga habe ich in dem Set auf jeden Fall schon gehabt, hatten wir auch eben schon. Das scheint aber eine zweite Artwork davon zu sein und diesmal auch direkt in Reverse Holo. Was heißt diesmal? Ich glaube, das hatte ich noch nicht. Neue Karte. Sehr schön. Das freut mich. Repeatus als Reverse, okay. Pamamumamamum. Habe ich das schon? Kommt mir auch unbekannt vor. Kriege ich jetzt hier auf die letzten Booster noch völlig noch meine Lücken auf? Unter den normalen Karten. Ja, das ist ja auch immer, wenn jetzt irgendwelche wirklichen Sammler meine Sammlung sehen würden auch denken, was ist das denn für ein Quatsch? Ich habe ja nur die häufigen Karten. Weil ich einfach, also abgesehen von dem, was ich hier öffne, kaufe ich mir nichts, kaufe mir keine Einzelkarten. Das heißt, die ganzen wirklich seltenen Karten habe ich halt einfach nicht. Mediti, Energiesuche, Slimer, Knierfisch. Vorletztes Booster übrigens, jetzt bringen wir es natürlich auch zu Ende. Noctuska kommt mir auch unbekannt vor. Sehr cool. Jetzt werden wirklich hier noch ein paar Lücken aufgefüllt. Florges als Reverse, Dedenne als Reverse und Magnezone X. Das habe ich tatsächlich schon. Also jetzt, wo sie mir noch eine X-Karte geben, hier hätten sie mir ruhig eine geben können, die ich noch nicht habe. Aber wer weiß, vielleicht finde ich ja doch mal jemanden, der Bock hat zu tauschen. Und dann könnte ich mir dafür noch eine holen, die ich noch nicht habe. Und das allerletzte Booster, da kippt das Ding hier hinten schon um. Na, bleib stehen. Allerletzte von Karmesin und Purpur. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich weiß noch gar nicht, was ich dann im übernächsten Video öffnen soll. Gucken, was ich bis dahin so kriege. So. Nemila. Berkuli. Die allerletzten Karten. Das ist auch süß, oder? Schön gemacht, schönes Bild. Ja, halt auch wieder, ne? Das ist. Ich komme immer wieder drauf zurück. Das Pokémon passt zum Hintergrund. Es ist Teil des Hintergrunds. Das ganze Bild ist ein Bild. So muss es sein. Sengo, zweite Variante, auch ganz cool. Das ist ein bisschen langweilig. Pummel, Reverse. Oh! What? Das letzte Booster. Ich raff es nicht. Noch eine Secret Rare. Eine goldene Kampfenergie. Und die letzte Karte ist. Das habe ich, glaube ich, auch noch nicht. Auch cool. Skillocroc als normale Holo-Rare. Mir fehlen die Worte, echt. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Eine Goldkarte. Okay. Mir fehlen wirklich die Worte. Also, was ist das denn hier für ein Video? Die letzten paar Booster. Ich meine, da ist ich habe eine X-Karte gezogen und die X-Karte ist die uninteressanteste Karte, die ich hier heute gezogen habe. Freaking 3 Secret Rares. Alles hier 221, 240, 258 von 198. Ein güldener Stern, 2 Sterne, Dual Rare oder wie auch immer sie die jetzt nennen. Und 3 goldene Sterne. Triple Rare, whatever. What? Die Dinger sind auch, ja, die sind ja wirklich mal krass selten, diese goldenen Karten. Ich habe überhaupt, glaube ich, erst 2 oder so davon. Damn. Aber die aber auch am Funkeln ist, ja, da haben sie echt fast ein bisschen übertrieben. Also, ja, mir fehlen die Worte. Also ich würde sagen, das ist doch jetzt mal wirklich ein Like wert und im besten Fall ein Abo und den ganzen Kram, Kommentare, ihr wisst Bescheid.
Nächste Woche wird wieder gekocht, oder nächstes Mal, wenn ich es schaffe, ein Video zu machen. Ich bin jetzt demnächst im Urlaub, könnte also ein bisschen sich verzögern. Und dann gucken wir mal, ich weiß gar nicht, wie ich mit Karten weitermachen soll, ob ich neue hole und was für welche, weil aktuell, wie gesagt, die Sets hält sich alles so in Grenzen interessemäßig, aber ich gucke sie mir nochmal an. Ich habe halt auch einfach Bock, ich hab einfach Bock, es macht einfach Spaß, was natürlich, ja, die Gelddruckmaschine von Pokémon voranbringt, aber es macht Spaß.